Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Es gibt wieder zahlreiche Informationen. Die neuen Fußball-Epics kommen auf uns zu. Seit Jahren gibt es mal wieder neue Gegenstände in Shakes and Fidget. Der Legendary Dungeon öffnet schon sehr bald und noch vieles mehr. Das werden wir jetzt in diesem Video behandeln. Falls ihr in Zukunft keine News zu Shakes and Fidget verpassen solltet, dann könnt ihr sehr gerne natürlich hier ein kostenloses Abo auf den Kanal da lassen. Und jetzt würde ich mal sagen, gehen wir direkt rein. Und zwar, ja, habe ich hier erstmal ein kleines Bild für euch. Das ist hier so das Bild zur Europameisterschaft 2024 in Bezug auf die neuen Epics. Hier sieht man auch schon ein paar kleine Gegenstände, wenn wir mal reinzoomen. Ja, es könnte auch eventuell sein, dass es sowas wie einen Code geben könnte. Das sieht mir sehr codig aus hier auf jeden Fall, das plus Epics hier. Wir sehen hier eine Waffe mit 3 Fußbällen, ein Shakes and Fidget Fischerhut, ja. Da passt der Name Shakes and Fidget auch ganz gut rein, ja. Und genau, hier ein Pokal. Aber es gibt natürlich auch noch deutlich mehr Epics, die ja, mit zu finden sind. Ich weiß nicht, ich habe noch gar nicht gesehen, ob die tatsächlich hier im Sammelalbum schon irgendwo hinterlegt sind. 99,5. Das heißt, wir haben hier irgendwo ein paar Gegenstände, die schon, ja, die fehlen auf jeden Fall. Demzufolge gehe ich mal von aus. Warte mal, wir können ja mal bei, wo haben wir denn? Ja doch, nee, das sind ja, das sind ja die Epics, stimmt. Gehen wir mal auf die mittlere Rüstung. Und hier sehen wir das nächste Item, genau. Also hier haben wir definitiv ein paar Sachen, die wir finden können für die, ja, Kundschafterkrieger und Magier-Items, sag ich mal so, ne? Also da gibt es einiges zu sehen. Und dann gibt es natürlich auch noch die News, die heute um 12 rauskam. Macht euch fürs folgende Wochenend-Event von Freitag bis Sonntag bereit. Epic Gut Glück gibt es, Epic Kaufrausch, da gehen wir definitiv auf EU12 mal rein. Tag des heißen Eisens und oraler Großputz. Ja, und die Vorschau auf das nächste Wochenende. Da haben wir dann das Geburtstagsevent, ja, von Shakes and Fidget mit Erfahrungsreichtum. Glückstag, Hexentanz, endlich mal wieder. Viele von euch haben schon drauf gewartet, ich unter anderem auch, endlich die Items mal wieder loszuwerden. Sanduhren steht Kopf, Tag des heißen Eisens und oraler Großputz. Ja, das sind so dann die Events fürs nächste Wochenende. Da geht es dann schon los. Zudem berichten die Bewohner der Stadt von einem vertrauten, wenn auch beängstigenden Gefühl, das sich langsam in ihnen ausbreitet, ob das Platzen von zu stark aufgeblasenen Luftballons, das die Stille um das Portal des Legendary Dungeon ab und an unterbricht, etwas damit zu tun hat? Fragezeichen. Findet es heraus, denn am 21.06. auf F9, bereits schon am 20.06., da werden wir sowas von reingehen in den Legendary Dungeon und da werden wir natürlich auch live auf Twitch sein. Also sehr gerne dort auch ein Follow da lassen, falls ihr nichts verpassen wollt. Da gehen wir definitiv rein in den LD. Am 20.06. könnt ihr euch schon mal in dem Kalender anstreichen. Startet die zwielichtige Geburtstagssause, mit der wir 15 Jahre Shakes and Fidget feiern wollen. Setzt euren flottesten Partyhut auf und fiebert der finsteren Geburtstagsfeier entgegen. Ja, das ist also die Ankündigung zum LD, am 21.06. dann weltweit, auf F9 dann bereits schon am 20.06. und wie gesagt, da werden wir definitiv live sein auf Twitch. Moment, da war noch was. Das Fußballfieber ist im Anmarsch. Ole ole, holt euch ab Freitag bis Sonntag, den 14. Juli, die brandneuen Fußball-Epics und zeigt eure Unterstützung für die EM 2024. Mit Trikot, Stollenschuhen und anderen essentiellen Gegenständen wie den Humpenhalter seid ihr bestens ausgestattet, um euren Kicker-Tricks das gewisse Etwas zu verpassen. Werdet zum Champion auf und neben dem Rasen. Also Kerninformationen aus dem Text hier quasi. Ab Freitag bis Sonntag, den 14. Juli. Ja, das ist quasi diesen Freitag schon. Erscheinen die neuen Epic-Items, die ihr euch dann natürlich auch
einverleiben könnt und die ihr dann sammeln könnt. Und ja, da werde ich dann versuchen, schon am ersten Tag dann ja, so gut wie alle möglichen Items dann schon abgedeckt zu haben, damit ich die euch auch zeigen kann. Und genau, ich weiß, die sind schon geleakt worden hier und da mal, aber da möchte ich auf YouTube euch jetzt nicht großartig weiter spoilern, sondern dann erst den Tag darauf, wenn die Items schon überall offiziell bekannt sind. Ja, das auf jeden Fall erstmal dazu. Und genau, so sieht das Ganze aus. Also an diesem Wochenende Fußball-Epics gönnen und nächstes Wochenende, beziehungsweise dann schon am Donnerstag, dem 20. startet der LD. Also diese und nächste Woche gibt es wieder einiges an Content. Ich gehe mal von aus, dass auch eventuell heute, beziehungsweise dann ja morgen, werde ich euch das dann zeigen, auch die nächsten Producer Notes draußen sind, was ja jetzt in Bezug auf die Gilde stattfinden sollte. Da werdet ihr wahrscheinlich dann morgen ein Update zu sehen, wenn das heute Abend irgendwann rauskommen sollte. Aber ja, jetzt seid ihr erstmal soweit dahingehend informiert. Ich bin auf jeden Fall ziemlich gespannt drauf, ja, und freue mich schon, die neuen Fußball-Sachen hier ja, sammeln zu können. Abgesehen davon bin ich persönlich, muss ich leider so gestehen, jetzt nicht der allergrößte Fußballfan. Also mich juckt die Fußball-EM bzw. WM tatsächlich relativ wenig, muss ich sagen. Also früher habe ich es mal ganz gerne geschaut. Ich war auch früher sogar hier und da öfter mal beim Public Viewing gewesen, mal mit Kumpels. Also früher hat mich Fußball auf jeden Fall mehr gekickt, im weitesten Sinne, auf jeden Fall, als heutzutage. Aber mittlerweile ist das so ein bisschen für mich, ja, hat das so ein bisschen an Reiz verloren. Man muss dazu sagen, früher hatte ich auch öfter gespielt gehabt. Wir sind früher mit Kumpels immer öfter mal bolzen gegangen. Ich war auch eine Zeit lang bei uns auch im Verein gewesen, aber nicht sehr lange. Also Fußball hatte früher eine etwas größere Rolle auf jeden Fall bei mir in meinem Leben gespielt. Und demzufolge habe ich dann auch des Öfteren auch so WM und EM mal begleitet. So jetzt so Bundesliga und sowas hat mich zum Beispiel noch nie wirklich interessiert. Aber zumindest bei WM und EM war ich so dabei. Das waren noch so Zeiten, wo man noch so eine gewissen Idole hatte als Kind. Früher sowas wie Michael Ballack, Podolski, Schweinsteiger, Philipp Lahm, um nur mal so ein paar irgendwie so zu nennen. Ne? Gerade so Podolski, weil der so Linksfuß war und ich war oder bin heutzutage auch immer noch so Linksfuß und hatte so einen krassen Schuss immer drauf gehabt und ich wollte dann auch immer den krassesten Schuss auf dem Bolzplatz dann drauf haben und habe dann übelst trainiert, dann übelst hart bolzen zu können. So. Also früher hat mich das gekickt auf jeden Fall. Das hat mich, ja, schon, mittlerweile muss ich sagen, ja, interessiert mich nicht mehr so wirklich WM und EM, aber ich freue mich natürlich auf jeden Fall nichtsdestotrotz trotzdem auf die neuen Epics, denn ich sag mal so, es ist wirklich relativ selten, dass mal neue Gegenstände in dem Spiel hinzukommen, abseits von legendären Items. Da muss man dazu sagen, dass die legendären Items, es gibt ja immer wieder neue Items bei jedem neuen Dungeon, bei jedem neuen LD und demzufolge kann man sagen, 4-mal pro Jahr gibt es neue Items, ja, aber das sind halt wirklich auch in Bezug auf die Legendary Items bezogen. Normale bzw. epische Gegenstände kommen wirklich sehr, sehr selten. Das letzte Mal, als es ein neues Set an epischen Gegenständen gab, das war zum Valentinstag. Ich glaube aber nicht letztes, sondern sogar vorletztes Jahr. Ich bin mir jetzt aber gar nicht mehr so ganz so doll sicher. Ich glaube, das war vorletztes Jahr, dass es da neue Items gab. Wie gesagt, ich weiß nicht mehr 100%. Ist auf jeden Fall schon eine ganze Zeit lang her. Und deswegen freue ich mich auf jeden Fall, dass es dort auch wieder ein paar neue Sachen gibt. Wo ich gerade bei dem Thema bin, muss ich drüber nachdenken so. Es gibt nur neue Legendary Items und neue Epics. Aber was auch mal ganz geil wäre, wären tatsächlich mal neue normale Gegenstände. Warum denn nicht? Ja? Warum denn nicht mal neue normale Gegenstände? Das wäre doch auch mal, wär doch mal was, oder? Das, ich meine, das ist immer so für das fortgeschrittene Spiel auf jeden Fall. Ist auch nicht verkehrt. Wie gesagt, ich will mich auch nicht beschweren. Aber ist mir jetzt mal so aufgefallen, dass es tatsächlich entweder nur Epics oder Legi-Items sind, aber normale Gegenstände kamen jetzt schon Ewigkeit nicht mehr. Das sind so diese Basic-Sachen von damals, die es ja seit Anbeginn der Zeit quasi gab. Die wurden auch alle überarbeitet und neu designt und so und weiter und so fort. Ne? Also ganz so die alten Sachen ist es jetzt ist auch nicht.
nicht mehr. Aber ist mir erstmal gerade so in den Sinn gekommen. Also ja, vielleicht kommt da in Zukunft auch noch irgendwas auf uns zu. Keine Ahnung. Mal sehen. Aber jetzt können wir uns, wie gesagt, erstmal auf die neuen Epics freuen. Ja, dann genau, denke ich mal, war es das soweit zu dieser kleinen, aber knackigen News-Folge. Ich muss sagen, dieses Bild, was wir hier jetzt bekommen haben zur Europameisterschaft und den neuen Epics, wer von euch musste da auch so ein bisschen an ja, Soccer Star denken, als er das Bild hier gesehen hatte? Ja, also mir ist da so ein bisschen, es muss ich ein bisschen an das alte Game von Shakes and Fidget damals denken, so, ne? Das ja leider eingestellt worden ist. Für die Leute, die es nicht wussten, Playa Games hatte ja früher abseits von Shakes and Fidget auch noch andere Games gehabt. Jetzt haben sie ja Mobile Dungeon, aber früher gab es ja noch so Soccer Star als Browser-Game. Tiny Island gab es noch, Blood Moon, das sind alles Games, die Playa Games rausgebracht hatte, sind aber auch alles Games, die Playa Games wieder eingestellt hatte und Shakes and Fidget quasi das einzige war, was ja, überlebt hatte bzw. sich rentiert hatte. Viele Spiele sind damals ausgestorben, als die Flash-Version eingestellt worden ist und demzufolge wurde da auch dann nichts mehr supported und ja, außer halt dann halt eben Shakes and Fidget, ne? Aber musste ich so ein bisschen dran denken in Bezug darauf so, ne? Ja, Leute, das war es soweit für die heutige Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten sehen wir uns natürlich morgen wieder in alter Frische. Bis dahin, bleibt gesund, haltet die Ohren steif, haut rein und bis zum nächsten Mal.